Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tom Who Knows. Es freut mich wirklich wahnsinnig, bei mir wieder Klaus Doner in Tom's Donnerstag begrüßen zu dürfen. Das Feedback von euch für die erste Runde war phänomenal und ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Wir springen gleich rein und ich begrüße bei mir, wie auch das letzte Mal schon, Klaus Doner. Hallo Klaus, liebe Grüße auf die Philippinen. Hallo Tom. Wie geht's dir, Klaus? Wie du vielleicht gesehen hast, das Feedback war phänomenal. Man muss dazu sagen, gestern haben wir das Video veröffentlicht. Heute machen wir schon die Aufnahme für die zweite Sendung, was dann übernächste Woche released wird. Wo geht die Reise heute hin? Was haben wir uns vorgenommen? Also, heute möchte ich 3 Sammlungen vorstellen, die von der Wissenschaft abgelehnt werden, die international quasi als Fälschungen gelten. Nur ich kann größtenteils bestätigen, dass es sich bei diesen 3 Sammlungen nicht um Fälschungen handelt, sondern es gibt schon einige sehr gute Untersuchungen, die den Gegenbeweis erstellen. Heute möchte ich gern 3 Sammlungen vorstellen. Eine Sammlung aus Mexiko, eine Sammlung aus Peru und eine Sammlung aus Illinois, USA. Die 3 Sammlungen werden international als Fälschungen abgetan. Also die Wissenschaftler wollen sich nicht mit diesen Sammlungen identifizieren oder diese Sammlungen mehrmals untersuchen. Ich kann aber, glaube ich, bei allen 3 gute Beispiele bringen, auch Untersuchungen, die das Gegenteil beweisen, die eigentlich zeigen, dass diese 3 Sammlungen mehr Untersuchungen benötigt, um dann tatsächlich den Beweis zu legen, dass es um sehr interessante und teilweise sehr alte Sammlungen geht. Die erste Sammlung ist aus Acámbaro in der Provinz Guanajuato in Mexiko. Hier hat der hier dargestellte Geschäftsmann, ein Deutscher, Waldemar Julsrud, tausende Objekte gekauft für einige Cents bei den Leuten von Acámbaro, denn am Cerro del Toro im Berg neben dieser Stadt wurden bei Grabungen mehrere tausend Artefakte ausgegraben, die aber international nicht anerkannt wurden. Hier ist ein altes Foto noch aus seiner Sammlung. Insgesamt hat er über 30.000 Stück gesammelt. Alle auf diesem Cerro del Toro ausgegraben. Hier ist das neue Museum, also es ist erst einige Jahre alt, das Museum Waldemar Julsrud, denn die Sammlung selbst wurde jahrzehntelang in einem Depot nach dem Tode von Waldemar Julsrud in einem Depot praktisch gelagert. Und weil die Wissenschaft es nicht anerkannt hat, konnte es auch nicht gezeigt werden. Aber doch haben sich mehrere Leute und auch einige, Gott sei Dank, einige Wissenschaftler für diese Sammlung interessiert. Und dadurch hat die Stadt dann dieses Gebäude gekauft und hat dann hier ein Museum eröffnet. Die Sammlung besteht aus knapp über 30.000 Objekten, die alle Terrakotta praktisch sind, also Keramiken. Um 30.000 Objekte zu brennen, hätte es in der ganzen Umgebung zu wenig Bäume gegeben, auch in der Vergangenheit. Das man braucht extrem viel Hitze dafür, um das so auszuhärten oder zu brennen, oder wie? Ja, und das ist einmal Punkt 1. Also eine Fälschung ist es garantiert nicht, diese Sammlung. Und 1968 wurden 3 Stücke im Isotopes Incorporation in New York altersdatiert. Das erste Stück 3590 plus minus 100 Jahre. Das zweite Stück Isotopes Incorporation New York 6480 Jahre plus minus 170 Jahre.
und das dritte Objekt 3060 plus minus 120 Jahre. Alles mit Carbon-14 Datierung. 1972 wurde dann wieder 2 Objekte mit Thermolumineszenzuntersuchung an der Universität von Pennsylvania gemacht. Beide Stücke ca. 2500 vor Christus, also sprich ca. 4500 Jahre alt. Boah. Jetzt taucht natürlich die große Frage auf, wie konnten Leute, also Menschen vor 4000 Jahre und noch mehr, Dinosaurier darstellen. Und zwar so genau, wie ihr hier auf den folgenden Fotos dann sehen könnt, die tatsächlich den nachgewiesenen existierenden Dinosauriern große Ähnlichkeit hatten. Dann kurze Zwischenfrage, Klaus. Kurze Zwischenfrage. Warst du damals vor Ort? Hast du die Fotos da selbst gemacht, die ich da sehe? Also warst du in dem Museum selbst drinnen? Hast du den besucht damals? Natürlich. Das war damals noch kein Museum. Mhm. Also das war erst in der Aufbauphase. Dort konnte man nur Objekte in verschiedenen Räumen in den Depots anschauen. Mhm. Denn da bin erstens habe ich meinen Sohn 2000, am Anfang 2000, habe ich, da wir eben mit den Exponatsansuchen sehr beschäftigt waren, habe ich meinen Sohn Stefan nach Acambro geschickt, in das noch nicht existierende Museum, um eben dort mit den Leuten zu reden, ob wir Objekte für die Ausstellung borgen können. Mhm. Er ist dann mit vielen Fotos zurückgekommen und mit der Zusage vom damaligen Direktor der Abteilung, dass wir die Objekte ausborgen können. Und dann bin ich im Anfang 2001 bin ich dann selbst hinübergeflogen, habe dort dann die Objekte ausgesucht und Heriberto Silva, der damalige Leiter der Abteilung, kam dann auch nach Wien mit den Objekten, und das war eigentlich der erste Kontakt mit Acambro. Dann Jahre später, als wir die Ausstellung für die Schweiz planten, bin ich wieder nach Acambro geflogen und dann auch noch einmal ein drittes Mal. Und wir sind sehr gute Freunde geworden. Und für die Ausstellung in Korea ist dann der Bürgermeister der Stadt Acambro selbst hingeflogen. Ja. Und das hat natürlich einen großen Schub für die Sammlung gegeben, dass auch die Stadt dann eben finanziell unterstützen konnte und dann schöne Vitrinen gekauft werden konnten und dass jetzt ein wirklich schönes, kleines Museum existiert. Das noch immer natürlich zugänglich ist bis heute, nehme ich an, ne? Das gibt es noch immer, das Museum. Ja, natürlich, das kann man besuchen, würde ich auch sehr empfehlen. Es werden hunderte Objekte dort anzuschauen sein, aber der größte Teil liegt natürlich noch im Depot, denn so groß ist ja die Ausstellungsfläche im Museum nicht. Kurze Zwischenfrage noch. Ja. Zu deiner Ausstellung in der Schweiz und in Korea, in welchem Jahr war die? Also 2001 war die Wien, wann war die Schweiz? War die dann ein Jahr später oder was war Schweiz und Korea? Die Schweiz war 2006, Korea war 2008 und Berlin war 2007. Alles klar. Mhm. Ja. Danke. Also jetzt beginne ich dann einige Detailaufnahmen von Figuren zu zeigen. Hier ein denkender Mensch, sieht man hier gut. Dann eine Figurkopf mit einer verlängerten Hut oder Decke. Dann hier eine betende Figur. Ist das ein Becher gewesen mit Inhalt oder kann man da was einfüllen? Bitte? War das eine Art Becher oder sowas mit Inhalt, so ein Gefäß? Nein, das war kein Becher. Oben ist eine Fläche, vermutlich für Räucher. Räucherwerk.
ja, reicht. Also wenn man diese Figur jetzt anschaut, und solche gibt es dann mehrere in der Sammlung, würde man eher auf Ägypten tippen, aber nicht auf Mexiko. Hier eine bessere Aufnahme. Dann hier ganz Oh. typisch, nicht mit einer südamerikanischen oder präkolumbianischen Figur vergleichbar. Könnte man eher auch nach Ägypten denken. Dann eine weitere Figur. Dann hier ein Torso, also ohne Kopf, mit verschiedenen Mustern. Eine Pfeife. Eine Tabakpfeife, solche gibt es viele in der Sammlung, viele. Dann eine Frau und ein Mann. Dann eine Wow. Figur mit einem Langschädel. Also wie man sieht, verschiedenste Menschentypen auch. Mhm. Dann eine, eine Art Dinosaurier, könnte man aber auch als Krokodil Mhm. dargestellt Auf der sehen Seite, ne? und Mhm. ein Gesicht. Dann eine Figur, einem Bär ähnlich sehend. Also wie man sieht von den Gesichtern immer verschiedene Arten von Menschen. Mhm. Dann diese Figur mit langen Zähnen und ähnliche Figuren habe ich gesehen in Kolumbien, in Ecuador, in La Mana, wo die letzte Präsentation war, in der Mongolei. Also man sieht immer wieder die gleiche Figur mit langen Zähnen. Mhm. Die Frage natürlich, hat es solche Menschen oder menschenähnliche Wesen tatsächlich gegeben? Müsste es eigentlich, weil immer wieder die gleichen Darstellungen und zwar in vielen Kontinenten und Ländern auftauchen. Hast du da damals mit den Dann alten hier, Kulturen gesprochen oder haben die einen Namen für diese Darstellungen von diesen Wesen oder den mit den langen Zähnen? Haben die da irgendeinen Namen oder hast du da mal was mitbekommen, dass nein, das... es gibt über die gesamte Sammlung eigentlich keine wissenschaftlichen Untersuchungen, Hm. außer den zweimaligen Altersdatierungen. Mhm. Dann hier könnte man denken, wenn man nicht weiß, woher es kommt, dass das vielleicht aus China, denn gerade in China gibt es viele solcher ähnlicher Darstellungen. Dann beginnen die Dinosaurier. Und hier haben wir eine bemalte Dinosaurierfigur mit einem Halsschmuck. Mhm. Und gerade hier eine Vorderansicht. Siehst du den flachen Schädel mit den großen Augen? Ja. Noch einmal zurückgehend. Flacher Schädel, große Augen. Und dazu ist mir dann auch schon damals sofort eingefallen, ein Vergleichsobjekt aus Kolumbien. Hier, das ist der Schädelknochen eines Tieres, das man nicht identifizieren konnte. Mhm. Also ein heute nicht mehr existierendes Tier, über das man auch weiter keine Erklärungen, bis dato habe ich keine gefunden, aber mit schönen Eingravierungen. Und zwar ist dieser Schädelknochen versteinert, also sehr, sehr alt. Da wäre auch interessant, eine, wenn mögliche, Altersdatierung zu machen. Also das ist Und ein hier sieht man, Schädelknochen oder was? das ist ein Oberschädelknochen eines Tieres, das meiner Meinung nach sehr eine große Ähnlichkeit mit dieser Dinosaurierdarstellung hat. Mhm. Und hier sieht man die Vorderansicht von diesem Schädelknochen. Also flacher Schädelknochen Mhm. mit großen Augen. Hier ein Dinosaurier mit 2 Beinen und einem langen Schwanz. Hier eine etwas kindlich aussehende Darstellung eines Dinosauriers und eines Vogels. Also wenn man bedenkt, über 30.000 Stück.
Und 3000, mindestens Also, 3000 Jahre alt, ne? Woher wussten die, wie das ausschaut? Da gab es ja weder Fernsehen noch irgendwelche YouTube-Videos von ja, irgendwelchen Dingen, ja. ja, da kommen aber noch bessere Darstellungen. Wenn man denkt, über 30.000 Stück, die hätten in den 40er Jahren nicht gebrannt werden können, weil es in den 40er Jahren schon fast keine Bäume mehr in der ganzen Umgebung von Acambaro gegeben hat. Hm. Tja. Einige sind dermaßen ähnlich mit gefundenen oder wissenschaftlich nachgewiesenen Dinosaurierdarstellungen, dass man sich wirklich fragen muss, wie konnten vor einigen tausend Jahren äh, die Leute damals wissen, wie diese Dinosaurier ausgesehen haben? Oder Zwischenfrage, haben damals noch einige davon gelebt? Laut Wissenschaft natürlich nicht, ne? Offiziell. Nein, weil die letzten sind ja angeblich vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Wieder ein Flugsaurier. Sind schöne Stücke dabei. Viele, viele aber sind leider zerbrochen. Mhm. So, das war die Sammlung aus Acambaro. Also wer Mexiko. immer nach Mexiko kommt, es wäre sicher sehenswert, dieses Museum zu besuchen. Mhm. Also wirklich interessant. Es besteht da Und noch Kontakt. falls wir die Ausstellung, falls wir die Ausstellung wieder in Wien machen, dann garantiere ich, dass wir dann versuchen werden von einigen Stücken, weil dann werde ich versuchen, einige Bruchstücke zu bekommen aus dem Depot, dass wir dann Altersuntersuchungen auch in Wien machen können. Da gab es ein riesiges Feedback, Klaus, wie wir ein bisschen erzählt haben, dass wir eine weitere Ausstellung planen. Natürlich war die erste Frage, wann ist die, Klaus? Können wir das eingrenzen? Wann wir die circa Nein, planen? ich würde es noch nicht eingrenzen, denn das Ganze hängt davon ab, wann ich hier das Projekt auf den Philippinen abgeschlossen habe. Mit der Planung als solches, welche Objekte von wo und so weiter und Kontaktaufnahme mit den Leihgebern habe ich gemacht, eben mit der Erklärung, dass ich noch nicht den genauen Zeitpunkt weiß. Aber sobald ich hier abgeschlossen habe, zurück nach Hause und dann sofort mit der definitiven Planung beginnen, denn dann muss ich sofort zu den einzelnen Leihgebern fliegen, um einen Leihvertrag, Leihansuchen und so weiter zu machen. Mhm, mhm. Also auf jeden Fall nicht vor 2025. So viel kann man, glaube ich, schon mal fix sagen. Ja, Das vor wäre unrealistisch. 2025 sicher nicht, denn wenn ich Anfang nächstes Jahr fertig werde hier, dann beginnt erst die Planung und für eine genaue Planung braucht man sicher 2 Jahre. Ihr Zwei, müsst 2,5 Jahre. verstehen, das hat mir der Klaus einmal erzählt, das ist nicht so einfach, wie man macht einen Kongress und holt die Leute her, sondern du musst ja wirklich, das muss ja versichert werden, der Transport muss gesichert werden, ja. Das sind viele, viele organisatorische Dinge, die einfach Wochen, Monate, wenn nicht Jahre brauchen, bis das alles genau zum Zeitpunkt X dann präsentiert werden kann. Das ist nicht so einfach, ne? Braucht jahrelange Vorlaufzeit für so eine Ausstellung. Ja. Mhm. Okay. Na, aber heute nicht mehr so lange wie normal, weil ich ja die ganzen Erfahrungswerte und so weiter, Transportfirmen, Transportkosten etc. Mhm. Es wird schon wieder. Es wird wieder. Jetzt geht die Reise weiter nach Ica in Peru. Hier sehen Sie eine Innenaufnahme der Steinsammlung von Ica in Peru. Und hier sehen Sie Dr. Javier Cabrera, der ein Chirurg und ein Arzt war. Er bekam zu einem seiner Geburtstage einen gravierten Stein als Geschenk. Und er hat sich sehr für
Paläontologie interessiert. Und ihm ist aufgefallen, dass die Darstellung, die Eingravierung auf diesem Stein einen Fisch dargestellt hat, den es heute in dieser Form nicht mehr gibt. Sein Interesse war natürlich jetzt geweckt. Und er hat gehört, dass es eine Sammlung gegeben hat in Ica mit Steinen, mit gravierten Steinen. Er hat mit den Besitzern Kontakt aufgenommen und hat dann diese Steine gekauft. Und in der weiteren Folge, nachdem er erfahren hat, wo diese Steine gefunden wurden, hat er sich in der Gegend umgesehen und hat dann Leute gefunden, die wussten, wo man solche gravierten Steine ausgraben konnte. Die Steine selbst, auch wiederum einige tausend Stück, zeigen Menschen und Dinosaurier, verschiedene Erdteile und so weiter dar. Auch diese Sammlung wird international nicht anerkannt. Und ich muss sagen, ich habe zweimal die Sammlung besucht, eben um Leihgaben zu bekommen, was mir dann nicht gelungen ist, weil Anfang 2001 ist Dr. Cabrera sehr stark krank geworden. Und dann hat sich eben das Leihansuchen zerschlagen. Schade, denn es hätte die Möglichkeit gegeben, einige dieser Steine, interessante, herüberzubringen für die Ausstellung. Was war das Material dieser Steine? Oder aus welchem Material besteht das? Weiß man das? Andesit, Vulkangestein, Andesit. Sehr schwer. Und ich muss ehrlich gleich am Anfang sagen, nicht alle Steine dieser Sammlung sind tatsächlich echt. Mir ist aufgefallen anhand der Patina, dass viele der Steine echt sind, weil es eine sehr alte Patina hat und viele der Steine ziemlich neu ausgesehen haben. Meiner Meinung nach hat Dr. Cabrera ich würde sagen, fanatischer Sammler. Nachdem er keine Originalen mehr bekommen konnte, hat er eben begonnen, neue anfertigen zu lassen. Schade. Jetzt müsste man eben die Steine genau untersuchen lassen durch Wissenschaftler anhand der Patina und so weiter. Was ist die Patina, und aussortieren, welche Steine echt sind und welche Steine. Was ist eine Patina? Mir sagt Patina das Wort ist eine Oberflächenablagerung, die sich nach Jahrhunderten, Jahrtausenden bildet. Das ist eine Ablagerung an den Oberflächen. Und anhand dieser Ablagerung könnte man tatsächlich feststellen, welche der Steine echt sind und welche falsch sind. Das war eben unsere erste Südamerika-Reise 2000, nachdem wir unbedingt Objekte gesucht haben. Hier auf dem Bild noch einmal Dr. Cabrera mit Reinhard Habeck, meinem Freund und Mitorganisator der Ausstellung. Und mit auf der Reise waren auch Dr. Willibald Katzinger, Museumsdirektor aus Linz, und Dr. Hans-Joachim Zillmer, Autor von sehr interessanten Büchern, auch so wie Darwins Irrtum, Kolumbus kam als letzter und mehrere weitere Bücher. Ihn hat es natürlich am meisten an der Sammlung aus Ica interessiert. Hier eine Teilaufnahme der Sammlung. Also wie gesagt, knapp über 12.000 gravierte Steine und, wie ich vorher bemerkt habe, leider nicht alle echt. Na, von was für ein Verhältnis gehst du da aus? Von wegen, was echt ist und was da, sag ich, eine Replik ist? Ist das ein 50-50 oder ist das... Na, das wär unseriös, ja, ohne Untersuchungen irgendeine Zahl zu nennen. Bei 2 Besuchen kann man doch nicht davon ausgehen, dass man weiß, wie viel ungefähr. Na, das wäre unseriös, würde ich niemals machen.
hier haufenweise auch am Boden, weil eben einfach keine Ablagerungsflächen mehr vorhanden waren. Und vor einigen Jahren hat es in Nika ein schweres Erdbeben gegeben und das hat Teile des Hauses zerstört, konnte aber dann wieder halbwegs restauriert werden. Geleitet wird das Museum jetzt von der Tochter und von einem Sohn von Dr. Cabrera. Hier auf diesem Stein in der Mitte einige Kontinentdarstellungen. Hier würde ich davon ausgehen, dass die Patina sehr alt ist. Auch hier, dieser Stein ist sehr, sehr schwer. Ich schätze ungefähr über 200 Kilo. Auch eine sehr starke Patina. Woran erkennst du Dann diese starke Patina an der grauen Schicht, die quasi drüber ist, diese abgenutzte Schicht sozusagen? Oder woran erkennst du das, dass die da vielleicht älter sein könnte bei dem Objekt? Weil sie schon älter aussieht? Eine Fälschung beziehungsweise eine Kopierung, da erkennt man, dass die Eingravierungen ziemlich frisch aussehen. Mhm. Dinosaurier und Menschen. Dann verschiedene Dinosaurier und Gravierungen. Dann eine kurze Filmaufnahme. Deutsche Medien haben versucht festzustellen, dass das eine Fälschung ist. Mhm. Die haben in Ika und Umgebung recherchiert, sind dann auf einen Mann gestoßen, der quasi vorher behauptet hat, dass die Steine echt sind. Nach mehrmaligen Kontaktierung hat er dann gesagt, dass die Steine Fälschungen sind, weil er in Kontakt gekommen ist mit der peruanischen Polizei, da es verboten ist, alte Objekte zu verkaufen, und er hat Steine verkauft. Oh. Mhm. Aber er hat dann einen Spanier und eine Spanierin, zwei Journalisten, die vor einigen Jahren auch recherchiert haben, die hat er dann in die Wüste geführt und zu einigen Plätzen, wo sie dann Grabungen gemacht haben, und die haben tatsächlich dann einige alte Steine mit Gravierungen ausgraben können. Also das wäre jetzt wieder ein Beweis, dass Teile dieser Sammlung echt sind. Mhm. Die Spanier haben dann ein Buch über diese Funde und über die Recherchen gemacht. Es gibt auch einen spanischen Ingenieur, der einige der Originalsteine mit nach Spanien gebracht hat. Josep Cerneguet ist sein Name. Und er hat auch Beweise erstellt, dass diese Gravierungen an den echten Steinen quasi sehr, sehr alt sind und dass es sich um Originale dieser Steine handelt. Wir könnten aus seiner Sammlung eben auch einige der Steine als Leihgabe für die Ausstellung bekommen. Besteht auch Kontakt oder hattest du ein Treffen mit ihm oder kennst du den Herrn in Spanien? Ich kenne ihn schon einige Jahre, oh ja. Super. Was mich interessiert, ich meine, jetzt gehen wir mal davon aus, manche dieser Objekte oder die meisten, die wir da jetzt gesehen haben, sind sehr alt. Mit was ritzt man das überhaupt? Wie haben die früher solche Dinge geritzt? Mit Knochensplitter oder so dünne Linien? Das ist halt wie eingraviert fast schon. Die Sachen sind eingraviert in das Gestein. Hier sehen wir Menschen, die mit einer Art Fernglas nach oben schauen, einen Kometen und verschiedene Sterne am Himmel. Ja, und auf der linken Seite der Komet, ne, die Kugel oder was das sein soll. Ja. Also die echten Steine müssen sehr, sehr alt sein, auf jeden Fall. Mhm.
Dann viele Operationsdarstellungen. Deshalb haben auch viele der Ignoranten oder der vielen Skeptiker gesagt, na ja, natürlich sind das Fälschungen, denn der Besitzer ist ja ein Chirurg, also wird hier automatisch ein Kaiserschnitt quasi dargestellt. Ah ja, da ist ein Kind, jetzt sehe ich das erst. Warte, geh noch mal eins zurück, bitte. Das ist wie ein Kind, oder? Da sieht man die Nase Na, dort. ein kleinerer Mensch und ein etwas größerer, dicker, eine Frau. Und mit einem Messer quasi wird der Bauch geöffnet und ein Kind herausgeholt. Mhm. Dann hier eine Operation Was machen quasi die? aus dem Was Mund. kommt da in den Mund? Ist das eine Schlange, die nach oben dann in der Mitte geht? Oder was soll das sein? Interessant. In der Das, Mitte hast du die das Werkzeuge. sind eben Sachen, das sind eben Sachen, die viele Leute anschauen können in Ruhe und der eine hat diese Idee, der andere hat diese Idee. Ich habe zu dieser Darstellung eigentlich, weil ich kein Arzt bin oder ich würd, kann da keine Erklärung abgeben, man kann Mhm. nicht alles wissen oder vermuten. Hier wiederum Dinosaurier und Menschen, dann Fisch und Dinosaurier. Hm. Was ist denn das? Ähm, Eine Karte auch? ja, das sieht Mit aus so, wie eine Landkarte. wo ist das X? Wieder Es muss eine Eine Landkarte. Landkarte sein. Ja, man sieht hier im unteren Teil eine Menschendarstellung hier. Mhm. Dann auch hier verschiedene Kontinente. Das ist auch ein sehr großer, sehr schwerer Stein. Dann ein Kampf, auch eine Schlangendarstellung. Vögel. Und das ist eben Ica. Und in Ica gibt es ja gleich daneben ist ja Nazca. Mhm. Die großen, quasi die Linien, die aussehen wie Flughäfen, die riesigen Tierdarstellungen. Das ist Nazca, berühmten Nazca-Linien. Und Ica ist die Stadt in der Nähe dieser Nazca-Linien. Und wenn wir davon ausgehen, dass eben viele dieser Steine mit Darstellungen Mensch, Dinosaurier sehr, sehr alt sind, dann kommt die nächste Frage, die Nazca-Linien. Wer hat die Nazca-Linien gemacht? Wann wurden die gemacht? Wer konnte die Darstellungen, riesige Darstellungen, so perfekt machen, dass man sie eigentlich nur aus dem Flugzeug, aus der Höhe eigentlich als solches sehen kann? Und das sind Fragen, die eben große, große Rätsel aufwerfen. Und was uns bei der zweiten Reise gelungen ist, äh, die Freundschaft mit Dr. Cabrera. Wir haben uns lange, lange ausführlich unterhalten. Und dann hat er gemeint, er zeigt uns jetzt einen Raum, den er den Besuchern niemals zeigt. Und als ich mit einem Sohn von Dr. Cabrera im letzten Jahr Kontakt aufnehmen konnte und ihm gesagt habe, dass ich eben mit seinem Vater viele Fotos und auch Film gemacht habe und dass ich auch in der geschlossenen Kammer, in der Geheimkammer fotografieren durfte, hat er mir das im ersten Moment gar nicht geglaubt, weil er gesagt hat, mein Vater hat dort sicher niemanden hineingelassen. Mhm. Und das ist für mich auch ein sehr interessantes äh, Beispiel. Also
Ich zeige jetzt, hier auf dem Foto hält er eine alienartige Gestalt, die eine Operation vornimmt. Und das ist nur eines der hunderte Objekte in dieser geheimen Kammer, die auch quasi Terrakotta sind. Mhm. Warum hat er diese Sammlung niemals gezeigt? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wer hat wann diese Figuren angefertigt? Meiner Meinung nach sind das alte Figuren alles, denn wenn Dr. Cabrera diese Figuren anfertigen hätte lassen, dann ergibt es für mich keinen Sinn, warum er die dann in eine Geheimkammer quasi abschließt und niemandem zeigt. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ne? Mhm. Wir haben die Zusage, dass wir in Bälde ein oder zwei Bruchstücke von Objekten dieser Sammlung bekommen, dann können wir in Wien Altersdatierungen machen. Also da ist Bin noch nichts auch gespannt. geforscht worden, ne? Wie du gesagt hast. Da ist es noch nie Nein, zu wirklichen nein, Forschungen gekommen. diese Objekte hat er ja nicht offiziell den Leuten gezeigt. Also hat auch keiner eine Untersuchung machen können, eine Mhm. Altersdatierung. Mhm. Mhm. Dies ist Boah. eine Innenaufnahme aus dieser Kammer. Stellagen voll mit diesen Objekten. Dinosaurier, Dinosaurier und Menschen, äh, verschiedene Menschenarten, verschiedene Objekte und verschiedene Operationsdarstellungen auch. Mhm. Hier eine Teilansicht. Aber wo sind die Dinge gefunden worden? Hat er dir da etwas erzählt darüber? Wo hat er die alle her? Nein, Wo? nein, keine Informationen über diese Sammlung. Hm. Das ist Dr. Katzinger, der sich auch diese Objekte angeschaut hat. Und das ist eine kurze Filmaufnahme. Super, dass du da damals schon Videoaufnahmen gemacht hast, Klaus. Spitze. Ja. Hunderte Objekte. Ein deutscher Forscher hat, glaube ich, auch die Erlaubnis gehabt, aber nur fotografieren zu dürfen Mhm. in dieser Kammer. Aber weitere Informationen habe ich nicht. Und da kommen jetzt Fotoaufnahmen. Warte langsam einmal. Da sitzt ein großer Humanoide auf einem Art Thron oder Sessel und zu seinen Füßen ist ein Mini-Dinosaurier oder ist er so groß und der Dinosaurier im Verhältnis nur so klein? Und Was soll denn immer das wieder sein? und immer wieder diese Blätter hier. Immer Mhm. wieder. Was diese Blätter bedeuten, keine Ahnung. Dann hier Kampf Mensch und Dinosaurier. Mhm. Mensch ähnlich mit Schwanz. Dann Mensch mit Flügel. Ich meine, Das könnte eine Langbilddarstellung sein. wir haben da schon einmal gesprochen, die komplette Sammlung ist ja noch nicht einmal digitalisiert alles, weil gar nicht die Zeit war damals wirklich, sag ich mal, jedes einzelne Objekt zu fotografieren und einmal zu registrieren sozusagen. Ne? Du hast ja da wirklich nur, sag ich mal, einen minimalen Ausschnitt hier abfotografieren können und filmen können, ne? Ja. Dann eine ganz komische Figur. Hunderte dieser Figuren. Ich meine, das ist arg. Das ist wie aus einer, ich meine, Comic-Serie oder sowas. Ja, Da reitet jemand auf einem und das sind jetzt Dinosaurier. die interessantesten Objekte für mich aus dieser Kammer. Und zwar humanoid ähnlich, man könnte sagen außerirdischer oder ja,
Innerirdisch, Und wir wissen es nicht. ja, und auf dem Tisch ein Mensch und wiederum hier dieses Blatt mit Schlauchverbindung. Interessant, vielleicht findet jemand raus, was das für ein Baum oder für eine Art von Blatt ist. Ist das ein Palmenblatt oder vielleicht findet das ja irgendjemand von euch. Blatt als solches mit Verlängerung hier, schlauchähnlich, keine Ahnung, was es ist. Hier sieht fast aus wie die Grace, große Augen, flacher Kopf und hier auch wieder eine Operation. Das sieht aus, als wenn das hier die Verlängerung herübergeht und etwas zu tun hat hier mit dieser schlauchähnlichen Geschichte hier. Schaut aus wie ein Staubsauger. Wahnsinn. Auch hier wieder. Also von diesen operationsähnlichen Darstellungen habe ich mindestens 30, 40 Stück alleine gesehen. Mhm. Dann wieder ein Mensch am Tisch. Ist das wirklich ein Mensch? Das schaut so schnabelartig aus. Mit so langen Augen. Schlechte Darstellung eines Menschen, eventuell seitenliegend. Hier. Viele dieser Objekte, alle ähnlich, doch verschieden. Also wer würde hunderte dieser Objekte anfertigen lassen, nur für den Zweck, sie in eine Kammer einzuschließen und niemandem zu zeigen? Also das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Darum bin ich sehr gespannt, bis wir ein oder zwei dieser Stücke bekommen, um wirkliche Altersdatierungen machen lassen zu können. Mhm. Und was interessant ist, wenn du dir anschaust, die Operierenden teilweise und mit dieser Steinfigur vergleichst, eine hohe Ähnlichkeit im Aussehen des Gesichtes, aber diese Steinfigur wurde in Kolumbien gefunden, nicht in Peru. Also wäre wiederum eine Ähnlichkeit von zwei Objekten aus verschiedenen Ländern und die große Frage, wie kam es zu dieser Ähnlichkeit? Das wird in den nächsten Vorträgen wird es immer wieder passieren. Zum Beispiel Sammlungen aus Ecuador, aus Menschenköpfen, die wirklich Menschendarstellungen zeigen von einem Irokesen in die nordamerikanischen Irokesen, einem Schwarzafrikaner, einem Hawaiianer und so weiter, wo man davon ausgehen muss, die sind aber alt, die Sachen, teilweise 1500 bis 2000 Jahre alt. Die große Frage, wer konnte verschiedene Menschendarstellungen machen, ohne nicht dort gewesen zu sein oder ohne, dass diese Besucher in dem Land gewesen sind. Also auch wiederum ohne Erklärungen bis dato. Hier eine Nahaufnahme des Kopfes dieser Steinfigur aus Kolumbien. Also jetzt sehe ich es erst, weil das so spiegelt. Also rechts oben ist das linke Auge quasi von ihm aus gesehen, Mitte ist dann die Nase und der Mund da links unten, ne? Jetzt. Ja. So. Und jetzt geht die Reise nach Illinois in USA. Darf ich ganz kurz noch anmerken, weil es mir gerade noch einfällt zu dem vorigen Thema. Ich glaube, so viel darf ich verraten. Wir haben noch immer Kontakt zu einem der Söhne vom Dr. Cabrera und wir sind da im Austausch und Kontakt und wir planen auf jeden Fall diese Dinge zu analysieren und zu datieren, beziehungsweise da Forschungsnetzwerke gerade zu knüpfen. Da bin ich gerade dabei, zu schauen einmal, okay, was kostet denn sowas genau und wie können wir das umsetzen. Ich habe auch mit ihm gesprochen, er hat ja dadurch, dass er, sage ich mal, die Legacy oder das Erbe von seinem Vater da versucht auch ein bisschen zu übernehmen, ist er natürlich auch sehr in diesem Thema drinnen. Ich glaube, er ist gelernter Anthropologe, Klaus, richtig? Ja. Und wir haben da er hat da ein paar Dinge gefunden, über die wir da jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht sprechen wollen oder können.
Eins dieser Objekte findet ihr im Trailer. Ich sage euch aber nicht, was das ist, weil das soll er am besten selbst präsentieren. Aber wir sind in Kontakt und das wird auch in den nächsten Wochen oder Monaten, da werdet ihr es auf jeden Fall auch hier mitbekommen. So, jetzt geht die Reise nach Illinois, USA. Dort hat in den 80er Jahren Russell Burroughs bei Bodenuntersuchungen mit einem Metalldetektor eine unterirdische Höhle gefunden, in der er Grabkammern entdeckt hat, in der er Rüstungswaffen, Schwerter, Speere, Mumien und tausende gravierte Steine gefunden hat. Gravierte Steine mit unbekannten Schriftzeichen, die wir aber auch an Objekten aus Ecuador, aus Kolumbien, aus Frankreich, Clausel und weiteren Ländern auf Objekten gefunden haben. Eine unbekannte Schrift, auf die ich in einem meiner nächsten Präsentationen zurückkommen werde. Dann wurden auch Gravuren gefunden mit Darstellungen verschiedener Menschen und auch Landkartengravuren. Eine Sammlung, die bis heute offiziell nicht anerkannt wurde. Und Wayne May, der Herausgeber von Ancient American Magazine, hat die Erlaubnis bekommen von Russell Burroughs in die unterirdische Höhle einzutreten. Sie sind dann in die Gegend hingefahren und wie sie dann in der Nähe der Stelle waren, hat sich dann Russell Burroughs wieder anders überlegt und er hat es abgelehnt, ihm die Stelle zu zeigen. Nun wusste aber Wayne May ungefähr, wo die Stelle sein muss und er hat mit Experten, mit Bodenradar und so weiter die Gegend untersucht und das ist die Darstellung von den Bodenradaruntersuchungen und man kann hier wirklich sehen, dass es fast ident mit den Darstellungen von Russell Burroughs und überall, wo Russell Burroughs Gold- bzw. Kupferobjekte gefunden haben will, konnten diese auch mit Spezialgeräten detektiert werden. Es wurden dann Bohrungen gemacht. Die haben aber festgestellt, dass dieser Teil der Anlage und teilweise unter Wasser steht. Also keine Möglichkeit zu öffnen. Du hattest mir mal erzählt, Klaus, dass du den Herrn Burroughs, spreche das richtig aus? Burroughs? Getroffen hast. War der auch mit deiner Ausstellung involviert? Gab es da, wie seid ihr da bekannt geworden? Ja, natürlich. Er hat Steine für die Ausstellungseröffnung nach Wien gebracht und er hat auch einen Vortrag zur Ausstellungseröffnung gegeben. Ob er heute noch lebt, kann ich nicht sagen. Ich konnte leider keinen Kontakt mit ihm herstellen. Ich weiß aber, dass wir auch aus Privatsammlungen, die von ihm Steine gekauft haben, viele der interessantesten Objekte ausborgen können. Also das ist nicht das Problem. Schade, dass er nie jemanden gezeigt hat. Und warum dieser Teil der Anlage unter Wasser ist meine Vermutung und vor allem auch Wayne Mays Vermutung, dass er wahrscheinlich diese Anlage, den Eingang, gesprengt hat und der in der Nähe liegende Fluss Teile des Wassers dann in diese Anlage eingebrochen ist. Wir konnten aber mit meinem deutschen Freund Peter Scannings dieser Umgebung hier machen und wir haben festgestellt, dass die hier dargestellten Sachen nur ein ganz kleiner Teil einer riesigen unterirdischen Anlage sind. Tunnels und Räume, jede Menge, das geht über Kilometer weit. Und das wäre interessant noch einmal anzugehen. Mein letzter Kontakt mit Wayne May war, dass er versucht,
mit Investoren quasi Teile, die nicht unter Wasser sind, zu öffnen, um in diese unterirdische riesige Anlage einzudringen. Na, vielleicht kann uns an der Stelle das große Internet da unterstützen. Vielleicht könnt ihr mal nachrecherchieren oder nachschauen, was ihr da zu dem Thema findet. Ob es da ein Update gibt, schreibt das in die Kommentare oder vielleicht findet ihr Kontaktmöglichkeiten, sodass man diese Kontakte wieder aufbauen kann, weil es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Die Thema. Anlage wird genannt Burroughs Cave, nach seinem Namen eben. Mhm. Und es gibt auch Informationen, dass Goldobjekte gefunden wurden, die Russell mit 2 Kameraden oder Partnern eingeschmolzen hat. Und 2 dieser Kollegen, also beide, sind an Herzinfarkt gestorben. Und Russell Burroughs war ehemaliger Offizier beim Militär, Mhm. sehr stark, und er hat 2 Herzinfarkte überlebt. Als er nach Wien kam, hatte er schon 2-mal Herzinfarkt. Dann, als ich das einem Experten erzählt habe, der gemeint hat, wenn man altes Gold einschmilzt, können giftige Dämpfe entstehen, die die Herzmuskulatur schädigen können. Also würde das stimmen mit Einschmelzung verschiedener Goldobjekte dieser unterirdischen Anlage. Wir konnten auch mit den Scans mehrere Goldeinlagerungen feststellen. Mhm. Hier auf diesem Bild seht ihr eine Landkarte. Hier ist die Karibik. Das ist wie ein Hier Schiff geht da der unten, Missouri ne? herauf. Bitte? Es schaut aus wie ein Schiff da rechts unten, diese Symbolik da ganz rechts unten auf dem Stein, Ja, schaut aus wie ein Segelboot oder irgend sowas. ein Schiff. Ein Und Schiff, ja. hier ist der Missouri. Und hier in dieser Gegend ist quasi Russell Burroughs Anlage. Mhm. Aus diese Symboliken und diese Schriften, die wir da sehen, die sind unbekannt, die konnten bis dato noch nicht übersetzt werden, oder? Nein, es gibt eine Übersetzung, die Professor Schildmann, Kurt Schildmann in Deutschland, der im Alter von 94 Jahren verstorben ist, der viele Sprachen in Schrift und Wort beherrscht hat, der eben unbekannte alte Schriften auch studiert hat. Und er hat gemeint, ich habe ihm auch einige Russell Burroughs Stein-Fotografien geschickt, Mhm. und er hat ein Eigenverlagbuch herausgegeben, das aber absolut nicht mehr erhältlich ist. Mir hat er ein Exemplar davon geschenkt. Er konnte diese Schrift dekodieren, und er meint, er hat sie genannt Prä-Sanskrit, also älter als Sanskrit, und das wäre somit die bis dato offiziell oder inoffiziell nicht anerkannte älteste Schrift ist. Es gibt aber in der Zwischenzeit weitere Entdeckungen über Schriftzeichen, die über dieses Alter noch weit darüber hinausgehen. Also jetzt zeige ich einige gravierte Steine eben mit Menschendarstellungen. Hier könnte man sagen, das sieht aus wie ein Jetpilot. Schaut aus wie X-Men, der Magneto bei X-Men. Das ist das ein, Ja, ein hier, Schlangenkranz? hier könnte man eher nach Ägypten datieren, auch wiederum mit den unbekannten Schriftzeichen. Dann diese Frau hat eine große Ähnlichkeit mit südamerikanischen Frauen. Ja, weil es auch Auch diesen Collar oder diese Kette auch hat, ne? Diese breite Kette, das haben sie heute noch dort. Dann ein bärtiger Mann, europäischer Typ mit Helm. Dann eine Frau. Immer wieder die Erklärung praktisch in diesen unbekannten Schriftzeichen. Dann ein schwarzer Afrikaner.
Wieder eine nordisch aussehende Frau mit der Göttin Danis eingraviert. Dann wiederum könnte europäisch, deutsch sein. Klaus, was denkst du, würde es benötigen heutzutage, dass wir das übersetzen können? Wenn ich jetzt sage, ich will das übersetzen, hast du da eine Idee? Wo könnten wir da anfangen oder wo sollen da Leute recherchieren oder gibt es da irgendwelche... Man könnte die Übersetzungen von Professor Schildmann hernehmen und diese quasi weiter studieren, weiter weiter erforschen. Ich habe ja die Hoffnung, es gibt ja mittlerweile schon künstliche... Das können nur Experten, einer davon in Italien, mit dem ich in Verbindung bin, der auch auf seine Art und Weise versucht, diese unbekannte Schrift zu identifizieren. Mhm. Hier eine Cobra-Darstellung. Cobra in Nordamerika hat es nicht gegeben, was ich weiß, auch in Südamerika nicht. Das wäre immer wieder taucht in unbekannten Objekten die Cobra auf. Und das ist die große Frage. Warum? Bei dem ägyptisch aussehenden Mann auch vorhin die Cobra auf dem Kopf, die Darstellung einer Cobra. Dann hier auf der rechten Seite das Gesicht eines bärtigen Mannes und hier Keilschriftdarstellungen, die eigentlich aus dem Sumerischen sind. Mhm. Hier gibt es zum Beispiel Experten, die die sumerischen Keilschrift übersetzen können. Der erste war ein Engländer, was ich weiß. Aber hier wiederum die unbekannten Schriftzeichen. Also quasi 2 Schriften auf einem Stein eingraviert. Dann hier eine Drachendarstellung. Dann die Sonne, Anis und unbekannte Schriftzeichen. Und hier Rodin, der Denker, auf der linken Seite und auf der rechten Seite jeweils 2500 bis 2000 Jahre alte Denker. Der linke davon könnte man sagen Denker oder aus Spaß haben wir immer gesagt, wie ein Mensch, der sein Handy gerade ans Ohr hält. Aber Denker. Die Figur hat nichts in der Hand, gell? Begleiten alle meine Forschungen, denn immer wieder denken. Man glaubt, man hat ein Resultat gefunden, nur bringt das Resultat dann wieder zusätzliche Fragen. Also ja, jedes Stück dieser Objekte ist ein Puzzlestück. Und jede Gravur ist wieder einzuordnen. Und wenn man Vergleiche anstellt, Altersdatierungen hätte und so weiter, dann könnte man vielleicht beweisen, dass diese 3 Sammlungen beziehungsweise Teile der Sammlung aus Ica original alte, unbekannte Objekte sind einer Zivilisation, die vor Jahrtausenden gelebt hat, über die wir aber nichts wissen. Was ich so faszinierend finde, Klaus, sind... Bitte? Sag nochmal, ich habe dich unterbrochen. Für heute möchte ich mich damit verabschieden. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel Fragen aufgeworfen habe mit den 3 Sammlungen. Bei Fragen bitte an Tom und ich werde versuchen, diese soweit ich kann zu beantworten. In diesem Sinn, Tom und liebe Freunde, wünsche alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, Klaus. Ihr habt den Klaus gehört. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback habt, beziehungsweise weitere Informationen habt, schreibt es in die Kommentare. Schickt uns eine Mail an help@whoknows.me. Von meiner Seite auch vielen herzlichen Dank, Klaus, für deine Zeit. Und ich bin echt gespannt, wo die Reise hingeht. Ihr seht, es gibt vieles zu zeigen. Ja, Tom, heute war ich nicht so gut drauf wie normal, denn der heutige Tag war ziemlich anstrengend. Wir sind jetzt auf ungefähr 60 Meter Tiefe angelangt.
Wahnsinn. Material ist härter als hart. Also das bedarf noch einigen Schweiß, aber wir schaffen es. Du, ich glaube, es wird uns niemand übel nehmen, ja, ob das gut oder schlecht war. Wichtig ist, dass die Informationen mal draußen sind und dass wir euch einen kleinen Eindruck geben, was es da draußen denn so gibt. Speziell, was mich sehr interessiert, sind diese verborgene Schrift, nenne ich es jetzt mal, oder diese vergessene Schrift oder diese Codierung. Wir hatten ja auch einmal mit Daman Hur Kontakt. Vor 1-2 Jahren haben wir einen Livestream, die verborgene oder die geheime Sprache haben wir es genannt, weil Daman Hur Teile davon oder manche Symboliken in ihrer Sprache wiederum, was sie in den Tempelanlagen haben, auch verwenden. Und ich habe so das Gefühl, weil ich mich ja sehr mit künstlicher Intelligenz und so weiter beschäftige, mittlerweile gibt es schon eine künstliche Intelligenz, glaube ich, von einem österreichischen, deutschen Institut, die können richtige Keilschriften schon simultan übersetzen, wenn du es mit einem Foto dranhältst. Und ich glaube, dass je besser dieses ganze Ding wird, wir dann die Dinge auch mit dem Herrn Schildmann sein Wissen anreichern können und wer weiß, vielleicht in den nächsten Jahren haben wir die technischen Möglichkeiten, um aus allen Sprachen dieser Welt auch diese alten Symboliken zu dekodieren. Who knows? In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Danke, Klaus, für deine Zeit. Bei dir wird es schon wieder Abend, zwecks der Zeitverschiebung. Danke. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst einen Daumen da, abonniert, teilt, nährt diesen ganzen Algorithmus, damit das Ding unter die Leute kommt und wir freuen uns schon auf die nächste Sendung. Schaltet das nächste Mal wieder ein und alles Liebe. Bis dann. Okay. And free your mind, inspired by the me and the you. True information. Connect the dots. Big picture. Conscious. Tom who? No.